Welcome to Impulse. At home, they do some of the housework for us. In companies, they place pallets on shelves or pick them up and transport them to their destination. And sometimes, their load weighs several tons. Mobile robots are playing an increasingly important role in many areas of our lives. The annual growth forecast for industrially used mobile robots alone is around 25%. So it's time to take a closer look at this topic and to see what contribution automation technology can make to ensure the performance of mobile robots. I would now like to welcome my first guest in the studio, Mohamed Hassoun. Thanks for joining us today. Welcome to the studio. There is a wide range of mobile robots, from the small Hoover robots until the large vehicles that can carry 40 feet containers. So what are you and your team focusing on? Hi, Philip. You're totally right. So there are countless types of different mobile robots in the market, depending on their use cases. So we here at IFM, we basically differentiate between service robots as well as industrial robots. So service robots could be a cleaning robot at home or also a serving robot in a restaurant, bringing you the food to the table. But we here at IFM, we put a greater focus onto industrial robots because we see here a better solution approach for our IFM basket. And even within industrial robots, there are so many different types of robots. Here we are mainly focusing on logistics robots because we see here the biggest request in the market. Yeah. So the whole mobile robots industry recognizes a boom, if not a hype. From your perspective, what are the reasons for the high demands of about mobile robots? Yeah, so mobile robots are portrayed in so many articles in the media as the new industrial revolution in logistics automation, and indeed there are a couple of drivers. So one of the most important driver is the big labor shortage in combination with a huge demand coming from e-commerce as Amazon or Alibaba in terms of same-day delivery, and the product variety is increasing. So there's a huge demand in combination with labor shortage of warehouses leads to a big gap which just can be closed with mobile robots nowadays. How can automation providers like IFM help the OEMs and of course then also the end customers to fulfill the demands and to cope the challenges they are facing today? Exactly. So right now we see a big gap between the huge expectations and the demands as well as the reality. So a lot of OEMs didn't manage to really ramp up yet with the mobile robotics fleet. And we as IFM, we try to put ourselves into the shoes of the customers and try to understand what kind of solutions can we offer to really support him, to help him to be more efficient. So our strategy has two approaches. So on the one side, we want to reduce installation frictions and at the same time deployment costs. And on the other side, we also want to help customers to increase the efficiency of the mobile robot by just reducing standing times or just prevent collision at the end of the day. Yeah. So with these two approaches, we are pretty sure that we will help OEMs to have a faster return on investment and at the same time to reduce the total cost of ownership. So all in all, we could help customers to really increase the acceptance of mobile robots in the market. Yeah. Perfect. Thank you so far. Now let's have a closer look on the products and the solutions IFM offers for the mobile robots industry. And there comes the forklift. So IFM divides such a mobile robot into 4 layers, which are localization, motion control, perception, and digitalization. What do the individual levels contain and what is behind this approach? Yeah, so these layers explain IFM's solution portfolio for all the really important application topics in mobile robotics. So localization is needed for navigation, for dynamic path planning, but also to enable a robot to position precisely in order to hand over heavy loads or goods to a specific docking station. So the second one, motion control, is not just about the movement of the vehicle, it's more about the safe ramp up, the safe acceleration and deceleration of the mobile robot. And here the interaction of different safety related sensors, encoders and controllers are really crucial to fulfill this function. The third one, perception, is the robot's sensory organs. So perception is not just here for seeing the environment, also to understand it and to derive conclusions out of it. Okay. So the last one, digitalization, is about sharing information with the operator, for instance, via human-machine interface, or also the vertical integration of data into the fleet management system.
So we can see now some of the products that can be implemented to such a mobile robot. Can you explain this? What are the key products IFM offers for each different layer? Yeah, let's have a first look on the first layer, localization. So as mentioned before, IFM has a bunch of different products and technologies, and here especially we have RFID as well as 2D cameras. So thanks to the slim design and the great performance of the O2i, the high expectations of customers can be managed with speeds up to 4 meters per second. So this 2D camera is capable of detecting a 2D barcode reliable and really precisely, even in fast movements. Okay. So in contrast to our 2D cameras, we also have like a big RFID portfolio, but our USP is not here the big portfolio and the interfaces. It's more about the holistic approach of identification and bringing the data up to the fleet management system. So it's a holistic approach with the help of our digital platform, Moneo. Here in this application, our O2i is used as identification to detect any kind of barcodes on the pallet from 1D over 2D as well as OCR. Okay. Perfect. So yes, that's the first layer. The second layer, motion control, as mentioned before, is really important to fulfill this function, safe acceleration and deceleration. And here we also have a holistic approach, a ecosystem based on our new safety encoder with performance level D, the new safety Ecomatic controller, which is also suited for the mounting constraints of mobile robots. And these two products are able to really directly interact with the safety scanner. Okay. And thanks to our new SIP safety certified interface, we can have full access to the safety scanner without having any other further device in between. So this helps customers a lot to reduce BOM costs and to be more competitive in this price-sensitive market. Yeah, and it also means that it's really fast to implement into such a... Yes, right. Yeah. Okay, perfect. So the third one, perception, is one of IFM's core competencies. We also have here different technologies from time-of-flight up to radar. So our new 3D camera system, which is called O3R, was developed for the needs and demands of the mobile robotics industry. And it's not about the high qualitative point cloud, which is really robust in harsh environments. It's more about the software solutions we integrated into the O3R, like collision avoidance or pallet detection. In future, we are also able to include other software stacks within the VPU unit of the O3R. So just having a look on the collision avoidance system, this is right now the benchmark in the market because it enables a robot to really recognize and see a really difficult obstacle, like, for example, a black glossy fork tine on the floor, which is a really big pain point for lots of customers. And with this kind of solution, we could increase the efficiency by just preventing collisions or standing times. And next to the O3R, we also have different technologies from radar up to O3M, which is also based on time-of-flight, which are more suited for mobile machines or mobile robots and auto applications to really enable a reliable detection of obstacles in a really big distance. So coming now to the last layer, which is called digitalization. We have different products in our portfolio, like, for example, displays with a lot of different formats and varieties. So these displays have a lot of nice features, like, for example, suited for harsh environment. But the most important point I want to highlight here is the additional computing unit inside these displays, because you can deploy your own GUI, for example, based on Qt or Codesys and deploy it directly on the display, and at the same time you can also use it as a small PLC. So the second part, the vertical integration, transferring all these data to the fleet management system, is also really a crucial topic here. And here we also provide different solutions like our LTE router based on 4G. I can see the IO-Link master inside this mobile robot. I know IO-Link mainly from stationary industrial applications. So is IO-Link also a topic for the mobile robots industry? Mobile robot is nowadays a really complex mechatronic system with a lot of different sensors, actuators, and at the same time they're getting more small and more compact. And this leads to really big challenges in mechanical constructions. So cabling, the amount of cable
is really a big challenge for so many customers. And exactly here, iLink or iLink Master helps to really reduce the cabling effort. So that's one of the primary reasons why they're using iLink. And on top of it, they can also use the additional features of iLink, getting more process signals out of the environment and just transfer it to the fleet management system to just have a better transparency of the whole fleet, for instance. Yeah, perfect. Thank you. And the last question for now, we will talk later on in the show. Is the portfolio that IFM offers for mobile robots, is it already completed or do you have more plans for the future? Yeah, so in order to increase the reliability and the safety of mobile robots, we see a really clear trend in the market towards sensor fusion. So that means that different sensors with different technologies are correlated with each other just to increase the perception capability or also the safety capability. And even nowadays, IFM offers the right solution, the right platform for this demand. So the O3R, which I mentioned before, is not just a 3D camera platform, it's much more. It's a sensor fusion platform, which is able to collect different data, sensor signals, 2D, 3D streams of cameras, and do a real-time calculation on the powerful GPU unit, which is based on NVIDIA. And above this, you can also deploy complex algorithms on it and handle really big data sizes. So all in all, I would say IFM is equipped for today's demands as well as the future demands, and we're really looking forward to participate in this market. That's perfect. Thank you, Mo. And we will now see the O3R live in action, because one of our customers already uses it in one of the mobile robots. But see for yourself. Wir sind hier im Headquarter von Knapp in Hart bei Graz. Wir sind ein österreichischer Hersteller von Intralogistiklösungen und wir sind dabei in verschiedene Business Units aufgeteilt. Das ist zum einen Healthcare, Fashion, Food, Retail, Wholesale und auch Industry. Wir von der Knapp Industry Solutions sind dabei auf Kunden aus der produzierenden Industrie spezialisiert. Bei unserem Standort werden auch die autonomen mobilen Roboter des Konzerns, unsere sogenannten Open Shuttles, entwickelt und produziert. Unsere fahrerlosen Transportsysteme sind für eine Vielzahl von Intralogistikaufgaben ausgelegt. Es geht dabei von der Produktion über die Distribution bis hin zum Point of Sales. Wir verwenden bei unseren Open Shuttles die O3R-Kamera dafür, um Hindernisse im Fahrweg zu erkennen. Die O3R-Kamera bietet dabei eine volle 3D-Überwachung des gesamten Fahrwegs auf die gesamte Fahrzeughöhe. Wir haben hier einen Kamerakopf mit einem Sichtfeld von 60 Grad verbaut. Darum geht es vor allem darum, den Hauptfahrbereich abzudecken und hier eine möglichst gute Ausleuchtung mit der Time-of-Flight-Technologie für den betrachteten Bereich zu erhalten. Zusätzlich verwenden wir einen Kamerakopf mit 105 Grad, um eben die gesamte Höhensicht und die gesamte maximale Fahrhöhe des Fahrzeugs im beladenen Zustand abdecken zu können und eben Aufgaben wie eine Durchfahrtserkennung bei Toren und Ähnliches sicher gewährleisten zu können. Das Ganze ist vor allem als Zusatzschutz zu den sicherheitszertifizierten Lasersensorik gedacht und deckt wirklich den kompletten Fahrbereich ab, um hier auch hineinragende Objekte wie etwa Gabelzinken oder eine Durchfahrtshöhenüberwachung bei automatischen Rolltoren abdecken zu können. Außerdem verwenden wir das O3R-System an unseren Open Shuttles Fork für die Ladungsträgerdetektion. Das heißt die Erkennung von Paletten oder palettenähnlichen Ladungsträgern, um eben auch eine Aufnahme von Ladungsträgern an leicht variablen Positionen, zum Beispiel durch Positionierung mit einem manuellen Stapler, wird da wirklich mit 3D-Sensorik der Ladungsträger vermessen, die exakte Position bestimmt, um eben dann eine genaue Anfahrt gewährleisten zu können. Wir waren von IFM bereits recht früh eben in der Feldtestphase bei der O3R eingebunden und konnten da recht früh viel Erfahrung sammeln und auch direkt mit der Entwicklung zusammenzuarbeiten, auch einen gewissen Einfluss auf die Ausrichtung des Produkts nehmen. Vor allem muss man die Qualität der Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Technik wirklich sehr positiv hervorheben, wo man immer optimalen Support von IFM bekommt. Es gibt da ausgezeichnete Zusammenarbeit, um eben wirklich hier mit dem Produkt gemeinsam eine Entwicklung machen zu können.
Wir sind zurück im Studio und möchten jetzt noch einmal genauer über die aktuelle Marktsituation sprechen, in der sich die mobile Robotik derzeit befindet und auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich freue mich, dass ich weitere Experten bei uns im Studio begrüßen darf. Zum einen Matthias Bihunek, Geschäftsführer bei SafeLock, einem Hersteller von mobilen Robotern mit mittlerweile, glaube ich, 5000 Geräten im Feldeinsatz. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Ebenfalls begrüße ich Thomas Albrecht, Leiter der Abteilung Fahrerlose Transportsysteme am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik und Mitglied im VDI-Ausschuss für fahrerlose Transportsysteme. Richtig. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Danke. Und nochmal im Studio, hallo Mo, schön, dass du wieder bei uns dabei bist. Hallo Philipp. Ja, Matthias, du sagst auf einem Interview auf eurer Unternehmenswebsite, dass die Erwartungshaltung an die Leistungsfähigkeit heutiger mobiler Roboter überzogen ist. Das fand ich sehr spannend. Von welcher Seite aus ist diese Erwartungshaltung überzogen und wie kommt das überhaupt, dass ein höherer Anspruch da ist, als vielleicht geleistet werden kann? Es ist natürlich schon sehr aus der Seite des Kunden oder unserer Kunden betrachtet. Wir merken halt, dass wir, wenn wir das erste Mal Kontakt bekommen mit jemand, der mit mobilen Robotern Teile seiner Prozesse automatisieren will, dass der unter Umständen mit falschen Annahmen in das ganze Thema reingeht und dass er vielleicht noch nicht die Expertise hat und damit auch die richtige Sicht auf die Dinge, so wie er vielleicht dann am Ende von dem ganzen Prozess das beurteilen würde. Und woher das kommt, ist, glaube ich, relativ simpel, weil die Außendarstellung und, sage ich mal, die marketinggetriebenen Blick auf die Dinge natürlich immer sehr, sehr positiv und sehr, sehr, alles ist erfolgreich und alles ist möglich und der Strom kommt aus der Luft und wir können auch im Hagelsturm fahren und dann das mag sein, dass das in Einzelfällen alles wunderbar funktioniert. Die Frage ist halt, was dann der Gesamtanspruch ist, auch an, wie soll die Verfügbarkeit sein, wie stabil soll mein Prozess funktionieren und was ist denn eigentlich die Hauptaufgabe von dem System und wahrscheinlich ist es da viel sinnvoller, eben genauer hinzusehen und keinen Roboter zu kaufen, der alles ein bisschen kann, sondern dann lieber halt einen, der eine Sache ganz speziell gut macht, um dann eben auch tatsächlich einen Mehrwert zu haben. Und unser Ziel ist ja, dass der Kunde möglichst viele Projekte mit uns macht. Deswegen ist schon der Anspruch, dass wir vom ersten Projekt weg erfolgreich sind und ihm halt auch an Nutzen stiften mit dem Projekt und nicht quasi mobile Robotik, einfach nur, weil ich mit mobiler Robotik was machen will, sondern am Schluss muss er einen Mehrwert haben. Ja. Was müsste denn aus deiner Sicht der mobile Roboter heute leisten können, um den Ist-Zustand, sage ich mal, den Ist-Bedarf tatsächlich abzudecken? Die Frage ist zu breit. Ja? Wir machen das ja schon und es gibt ganz viele Anwendungsfälle, wo du super erfolgreich sein kannst mit mobiler Robotik. Aber man kann halt nicht alle Eigenschaften, die ich irgendwo mal gesehen habe, in einem schönen, extra dafür produzierten Video, wo ich halt das, sag ich mal, der eine Take halt super geklappt hat, das alles miteinander kombinieren. Und das so ein Stück weit muss man halt aufpassen, dass man die einzelnen Funktionen oder Fähigkeiten im Datenblatt nicht alle aufaddiert. Dass ich sage, der Roboter kann bis zu 1200 Kilo aktiv heben und er kann bis zu 3% Steigung fahren und er kann maximal 1,6 Meter pro Sekunde sich bewegen oder 2 Meter pro Sekunde. Aber was er definitiv nicht können wird, ist mit 1,2 Tonnen 3 Meter Steigung mit 2 Meter pro Sekunde fahren. Also diese Sachen lassen sich nicht kombinieren. Ist im Übrigen ähnlich wie bei ganz vielen anderen Sachen. Beim Auto ist es ja auch so, dass du die Maximalgeschwindigkeit meistens nicht bergauf mit voller Beladung hinbekommst. Und ich glaube, dass dieses leistungsdatengetriebene viel zu sehr im Vordergrund steht und am Schluss geht es darum, dass der Prozess stabil funktioniert, auch mit genügend Puffern und Reserven und, sage ich mal, auch umweltverträglich oder umfeldverträglich, dass sich der einbindet in dieses Gesamte und nur dann hat das ganze Projekt der Zukunft. Und da ist es viel wichtiger, dass ich die richtige Aufgabe automatisiere und dass der Prozess vorher schon eine gewisse Qualität und Sauberkeit hat, bevor ich dann anfange, den zu automatisieren. Ja, okay. Thomas, das Fraunhofer Institut
forscht ja nicht nur in dem Bereich, sondern berät auch Unternehmen im Vorfeld, bevor überhaupt die mobilen Roboter zum Einsatz kommen. Ja. Erkennst du da auch diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit auch? Also muss man da die Unternehmen oder müsst ihr die Unternehmen da auch einbremsen oftmals? Es kommt vor, ja. Also das, was wir jetzt als Planungs- und Beratungsprojekte bezeichnen, also nicht die Entwicklung von irgendwelchen neuen oder hyper tollen neuen Sachen, sondern einfach beraten, eine aktuelle Lösung suchen, mit dem Stand der Technik realisieren. Da haben die Kunden unterschiedliches Vorwissen, also von nahezu null oder vielleicht mal einen Artikel in einer Fachzeitung gelesen oder mal über die Messe, über die Logimat gegangen oder so, bis hin zu erfahren im Sinne von, die haben schon eine FTS-Anlage in einem anderen Standort oder in einem anderen Hallenbereich, meinetwegen im Lager und wollen jetzt auch in der Produktion einen FTS einsetzen. Also da gibt es eine große Spannbreite. Und überzogene Erwartungen sind auch manchmal dabei, das will ich nicht verhehlen, ja. Und dann ist es halt unsere Aufgabe, das zunächst mal einzufangen, könnte man sagen. Ja? Also zu sagen, was ist denn realistisch oder auch einfach, was passt denn zu euch? Also was passt zu der Aufgabenstellung? Denn häufig ist es ja so, dass eigentlich nur etwas transportiert werden soll. Von A nach B, nach C nach D, aber das zuverlässig, mit hoher Verfügbarkeit, mit auch entsprechender Sicherheit, dass eben keine Mitarbeiter gefährdet werden, alles was eben so an Anforderungen und sonst noch so dazu gehört, die der potenzielle neue Betreiber aber vielleicht gar nicht auf dem Zettel hat, aber wo wir dann sagen, da muss aber auch noch drauf geachtet werden. Oder so ganz triviale Dinge wie der Fußboden. Ja. Es kann sein, dass der Fußboden in der Halle einfach nicht zu einem FTS passt. Dass man also am Anfang als erstes erstmal über den Fußboden sprechen muss oder den Fußboden sanieren muss, also FTS-gerecht gestalten muss. Auch das kommt vor. Ja, also es ist eine große Spannweite, was da möglich ist, was wir da antreffen. Ja, okay. Wenn man jetzt mal den Forschungsbereich abdeckt, man sieht dann ja auch auf Ihrer Website viele schnell flitzende Fahrzeuge, sage ich mal. Ist das Zukunft oder ist das schon Realität? Was würdest du sagen, wie weit ist die Forschung auf dem Bereich zeitlich vor dem, was wirklich in der Realität in Serie umsetzbar ist? Also wir bei Fraunhofer machen ja die sogenannte angewandte Forschung oder ingenieurwissenschaftliche Forschung. Das heißt, wir haben schon den Anspruch, dass wir nah an der Praxis sind und nicht 10 Jahre voraus, sondern deutlich kürzere Zeiten zwischen dem, was bei uns in den Laboren fährt oder sich bewegt, angedacht wird und prototypisch aufgebaut wird und dem, was in der Industrie dann eingesetzt werden kann. Wenn ich jetzt eine Zahl nennen soll, 3,6 Jahre oder so, wäre ja Quatsch. Also das ist auch wieder eine Spanne. Wir haben Projekte gemacht, wo wir eine Idee hatten, ich sage jetzt mal als Beispiel Multishuttle. Ist mal bei uns erdacht worden, wir haben es prototypisch aufgebaut, wir sind damit auf eine Messe gegangen und dann ist es in den Markt getragen worden und da hat sich sehr schnell sehr verbreitet. Ja. Diese Technologie für Kleinteilelager gab es vorher nicht, da waren eben die üblichen Regalbediengeräte. Und jetzt würde man sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, einen Markt ohne Shuttle, ohne Kleinteilelager-Shuttle. So, wie lange hat das gedauert? Von unserer ersten Idee, bis wir auf der Messe waren, dazwischen haben wir bei uns einen Prototyp aufgebaut, waren vielleicht 3 Jahre. Und bis es dann einer der Großen vom Markt dann bei uns lizenziert hat und es in den Markt gebracht hat, waren es dann, glaube ich, nochmal 4 Jahre. So, dann ist es aber ein Serienprodukt gewesen, mit allem. Also mit Marketingbroschüre, mit Tools im Hintergrund, um so ein System zu planen. Die Fertigung ist im Hintergrund aufgebaut worden, um dann natürlich auch gleich in Stückzahlen zu gehen. Ja. In einem Shuttle-Lager sind halt viel mehr kleine Shuttle als in einem Regalbediengerätelager. Also musste da auch die entsprechende Produktion ja hinterstehen. So, und ein aktuelles Projekt, zum Beispiel diese Loadrunner, die wir im Moment mit einem Industriepartner realisieren oder industrialisieren, da ist auch die Idee dazu, auch 3 Jahre alt und planen, ob wir es schaffen, sind wir mal optimistisch, nächstes Jahr auf der Messe in Stuttgart werden sie da sein. Also kann man sie dann anfassen und dann zuschauen. Ja, also dann ist es ein Produkt. Das wäre dann schon eher schnell, würde ich sagen, so nach meiner Einschätzung. Das heißt also so, 4 bis 7 Jahre ist in schon... der Größenordnung,
Jetzt mag ja in einem großen Konzern, wo es eine Entwicklungsabteilung gibt, das alles etwas schneller gehen, dann sind aber möglicherweise auch die Innovationsschritte nicht so groß. Ja. Ein anderes Beispiel wäre jetzt unser Evobot, der auf 2 Rädern fährt. Ja. Das ist so eine neue Kinematik und da ist so viel Entwicklung drin für Regelungstechnik, für Antriebstechnik und alles, was da erstmal überhaupt rein musste, damit der nicht umfällt. Dass er aufrecht stehend und bei Beschleunigung, bei Bremsvorgängen, bei Lastaufnahmen eben ausbalanciert wird. Ich wage jetzt mal die Behauptung, da hätte jetzt ein Industrieunternehmen, was viel näher an der Realisierung ist, gar nicht erst mit angefangen. Und der Vertriebszyklus kommt dann noch oben drauf. Also nur weil das nächste auf der Messe ist, dann vergehen ja nochmal, sage ich mal, 2 bis 3 Jahre, bis du dann die erste größere Kundenapplikation siehst. Ja, der erste ist der schwerste. Genau, der erste ist der schwerste. Da brauchst du einen Friendly Customer, der das auch versteht. Ist das denn für euch, sage ich mal, ein Problem in Anführungszeichen? Also es wird ja, wie wir gerade schon gesagt haben, es wird viel über die Medien, man wird ja quasi, man kann sich überall informieren, was ist möglich, was sind die neuesten Forschungsstände. Ist das dann so, dass die Kunden sagen, aber ich habe es da gesehen, da funktioniert es, können wir nicht auch? Ist das für euch ein Problem? Also das nee, also ganz generell, ich bin totaler Freund davon, dass das ganz viel darüber berichtet wird. Ich bin aber auch Freund davon, dass es halt realistisch und ehrlich und echt berichtet wird. Ja, und das, ich glaube, in keinem der Loadrunner-Videos wird suggeriert, dass das jetzt schon industriell nutzbar ist, sondern es zeigt nur, dass es halt in dieser Testfläche ganz viele verschiedene Anwendungsfälle geben kann, die man mit einer hohen Dynamik fahren kann, und ich glaube, es ist total positiv. Sagen wir mal, wir haben ja als Branche auch ein gemeinsames Ziel, nämlich, dass die Verbreitung größer wird und allgemeingültiger. Also dieses, ich sage mal, Länderspiel. Also wir müssen ja auch zusammen unsere Produkte und das, was wir können, herzeigen, und das Zusammenspiel, da spielt dieses VDA 5050 Mashup vom VDMA eine große Rolle, dass wir zeigen, dass es über standardisierte Schnittstellen möglich ist, viele Roboter zu mischen und ganz neue Anwendungsfälle, wo der eine Roboter, also wo 2 verschiedene Hersteller das gleiche Regal bewirtschaften oder wo du mehrere Roboter die gleiche Übergabestation nutzen. Und diese Sachen sind alles neue Möglichkeiten, und auch die werden eine gewisse Zeit brauchen, bis du das dann siehst. Und von daher, glaube ich, ist das was total Positives. Das, wo ich dann skeptisch bin, ist halt immer, wenn zu viel Marketing, zu viel Schminke auf den Sachen drauf ist. Wenn dann jemand zu uns kommt und sagt, ja, aber der hat gesagt, das geht alles so und so. Die Roboter können auch 3 Meter pro Sekunde fahren, und die können auch Steigungen, und die können auch eine gefrorene Rampe und die können auch drinnen draußen. Das ist alles kein Problem mehr. Und dann muss ich sagen, vielleicht ist das noch nicht so weit, und vielleicht wird es auch nie so weit sein, weil du einfach eine gewisse Herausforderung hast. Wenn du was automatisierst, dann ist halt nicht mehr so genau klar, wer da schuld ist, wer dafür haftet, wer verantwortlich ist. Und diese Sachen musst du halt auch klären. Ja. Die neuen Technologien, die ja zweifelsfrei in den letzten Jahren dazugekommen sind, sei es jetzt in der Sensorik, in der schnelleren Datenverarbeitung, KI will ich jetzt nicht auch noch bemühen, aber der Lösungsraum ist größer geworden. Ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass man mit den neuen Lösungen jetzt alle alten abschaffen muss. Die haben ja durchaus auch noch ihre Berechtigung. Das wäre ja wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn ich 10-mal pro Stunde eine Palette 200 Meter durch die Halle fahren will, und dann sage ich jetzt, ich brauche aber da volle Autonomie für, um dieses Schlagwort auch noch zu benutzen. Es ist einfach zu viel. Das ist nicht erforderlich, und der Anwender, der Kunde ist damit auch nicht gut bedient oder gut beraten, wenn man eben sagt, nur weil es das jetzt gibt, musst du es auch nehmen, musst du es einsetzen. Muss er nicht. Ja. Es ist sogar kontraproduktiv in manchen Fällen, will ich sagen, in vielen Fällen, aber in manchen Fällen hilft es gar nicht. Ja. Oh, vielleicht ist das mal dein Stichwort, wenn wir schon über Sensorik sprechen. Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du die mobile Robotikbranche wahr? Du bist ja auch im Austausch mit Unternehmen, aber auch mit Endkunden. Wie ist da so gibt es da eine unterschiedliche Herangehensweise? Die einen sagen, wir möchten gerne möglichst viel Automatisierungstechnik drin, und die OEMs bremsen dann. Wie nimmst du das wahr? Ja, also die Meinungen im Markt sind ganz unterschiedlich. Um das jetzt nochmal auf das Themenfeld Perception runterzubrechen, sehen wir, dass das
noch keine Basisausführung im Markt ist im Bereich der mobilen Robotik, sondern eher als optionales, als zusätzliches Feature angebunden wird. Genau, also der Preisdruck vor allem ist einer der Gründe, wieso natürlich viele OEMs sich auf andere Funktionalitäten letztendlich fokussieren. Und ich meine, je mehr man sich dann auf dem E-Commerce-Segment nähert, desto preissensitiver wird das alles. Nichtsdestotrotz sehen wir aktuell schon eine erhöhte Nachfrage nach diesen Perception-Lösungen, vor allem weil immer mehr OEMs das als Differenzierungsmerkmal sehen, aber auch die vielen Vorteile erkennen durch 3D-Perception, also wie beispielsweise, dass man die Effizienz des Fahrzeuges steigern kann durch weniger Stillstandszeiten, Kollisionen letztendlich auch indirekt dadurch vermeiden kann. Wie ausgeprägt ist das bei euch schon? Wie stark nutzt ihr das? Und bei euch steht ja auch immer im Vordergrund so einfach wie möglich. Passt die Bildverarbeitung da schon rein? Ist Bildverarbeitung schon so einfach zu handeln für euch, dass ihr sagt, wir können es integrieren? Also wir haben im Standard, und unser Standard-Serienfahrzeug hat keine Kamera mit eingebaut. Abgesehen von dem, sage ich mal, Safety Laser LiDAR, der ja auch sowas Ähnliches wie Bildverarbeitung macht, aber das ist jetzt nicht gemeint. Und wir haben aber dann als Option durchaus Kamerasysteme, die du mit rein konfigurieren kannst, die unterschiedliche Aufgaben dann erledigen, und dann muss man halt schauen, was zu dem Anwendungsfall passt. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht mit einer relativ simplen Erkennung von Trolleys, wo wir dann den Trolley eben nicht in einer fixierten Position abholen, sondern nur in einem am Boden markierten Viereck, und dann kannst du den da einfahren. Und es ist für alle einfacher, weil der Werker, der sieht am Boden ein Viereck und er weiß, okay, solange ich den halbwegs da reinstelle, ist er in dem Prozess. Ja. Und das macht total Sinn, aber es gibt natürlich auch Prozesse, wo du den Trolley überhaupt nie abstellst, sondern wo der immer mitfährt, und für den Prozess wäre die Kamera ja quasi Ballast. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass viele Endkunden keinen Ballast bezahlen wollen. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch noch ganz lange so bleiben. Und sag ich mal, wir können das im Moment ganz gut über das Baumuster eben steuern, dass wir sagen, wir haben eben eine Serienausstattung und eine Sonderausstattung, und du hast ja dann in der Sonderausstattung die Möglichkeit, unser Vertrieb kann das dann konfigurieren, und dann kannst du eben Objekterkennung, um Hindernisse zu vermeiden, oder auch euer System, um die Staplerzinken am Boden zu erkennen. Ja, und oder diese automatische Trolleerkennung. Und wir haben jetzt relativ neu Zusammenarbeit mit Optaran, die eben auch, ich glaube, das moderne Wort dafür ist VSLAM, also quasi ein Visual Slam System, so dass sie sich anhand von 2D-Kamerabildern orientieren können. Das ist jetzt gerade neu, da haben wir die Kooperation auf der letzten Logimat vorgestellt, und das ist sicher was, wo man in Zukunft das wird man mehr und mehr sehen. Und trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass das für die nähere Zukunft erstmal nicht der Standard wird, weil die Umgebung da auch dazu passen muss und der Anwendungsfall. Ja. Du hast zum Beispiel in so einem Goods-to-Person-Lager, wenn du durch so Regallandschaften fährst, eigentlich kaum die Möglichkeit, dich mit LiDAR oder mit 2D Visual Slam zu orientieren. Ja, weil da gibt es keine Unterscheidungsmerkmale, und nach oben an die Decke schauen ist auch keine Möglichkeit, weil da ist ja das Regal. Also da wirst du noch andere Lokalisierungsmethoden brauchen, aber es gibt Anwendungsfälle, wo du, gerade wenn du große Freiflächen hast, dann gibt es halt da riesen Vorteile, dich auf diese Art und Weise zu lokalisieren und nicht mit einem Laserabbild. Und da, glaube ich, ist die ganz einfache Formel, du musst das Problem des Kunden mit so wenig Technologie wie möglich lösen. Und Kameras werden da sicher eine große Rolle spielen. Kommen wir nochmal auf die Automatisierungstechnologie zu sprechen. Thomas, vielleicht die erste Frage da an dich. Welche Weiterentwicklung erhoffst du dir, oder welche Weiterentwicklung müsste auch passieren, um tatsächlich in der mobilen Robotik nochmal voranzukommen und vielleicht auch die Implementierung zu vereinfachen? Also ich sehe ein ganz großes Feld noch für das Thema Sensorik, insbesondere 3D-Sensorik. Also dreidimensionales Erfassen der Einsatzumgebung der mobilen Roboter. Das ist wichtig, sozusagen in Analogie zu uns Menschen. Wir nehmen die Welt um uns herum ja auch 3D-mäßig wahr. Ja. Und heute ist es ja, weiß ich nicht, in 98% der Fälle bei den Mobilrobotern üblich,
zu scannen. Das sind halt 2D-Scanner, die nehmen eine Scheibe auf, ja, parallel zum Fußboden, vielleicht auch noch parallel zu den Seiten des Fahrzeugs, aber es sind halt immer nur 2D-Informationen. Und der Anteil der 3D-Sensorik muss einfach steigen. Es gibt ja da Angebote von IFM und Wettbewerbern, mit 3D-Kameras, also Time-of-Flight-Kameras zu arbeiten oder mit Stereo-Vision. Also es gibt verschiedene Sensorprinzipien, mit denen man ein 3D-Umfeldabbild schaffen kann. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben, da kann man noch was machen. Und klar ist natürlich auch, wenn ich die Bilddaten habe oder diese Punktwolke, sagt man ja auch, von der Umgebung, muss ich sie auch auswerten. Mehr Punkte heißt, mehr Rechenleistung ist erforderlich, wahlweise auf dem mobilen Roboter oder vielleicht auch in der Cloud, wenn ich dazwischen noch eine sehr leistungsstarke, breitbandige, schnelle Datenübertragungsstrecke habe, wäre das ja auch denkbar. Aber in die Richtung wird etwas passieren, da bin ich mir sicher, und da muss was passieren. Und jetzt kann man das natürlich dann auch noch etwas weiter spinnen und sagen, es gibt einmal die sozusagen normale 3D-Datenauswertung und es gibt noch die sicherheitsgerichtete Auswertung. Also auch im Bereich der Sicherheit für die Mobilrobotik muss es in Richtung 3D gehen. Das fordern wir als Fachausschuss schon länger. Da ist, muss ich immer jetzt sagen, leider der Fortschritt aber viel langsamer als bei den normalen Bildverarbeitungssystemen oder 3D-Sensoriken. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Anforderungen einfach komplexer sind, um so ein Gerät für Sicherheitsanwendungen zu zertifizieren, um Performance-Level einzuhalten und so weiter. Aber da muss auch was passieren. Weil eben auch jetzt es zwar den aktuellen Sicherheitsrichtlinien genügt, einen Sicherheitsscanner zu haben, der parallel zum Fußboden scannt, aber die Wahrheit ist natürlich, oberhalb und unterhalb des Scanners ist ja auch noch Welt oder können ja auch noch Hindernisse sein und die müssen einfach auch erfasst werden. Und sinnvollerweise macht man das mit einem 3D-Scanner in der Front des Fahrzeugs und nicht mit einem da unten, einem zweiten da oben schräg und noch 2 weitere links und rechts. Das ist ja eine Krücke. Das ist ja nur eine Krücke, um den fehlenden 3D-Sicherheitssensor zu ersetzen. Dafür triggert den Mo bestimmt das Wort Safety 3D-Kamera. Ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass du die Forderung heute hörst. Du hast ja auch eine Vorgeschichte. Also du bist ja heute verantwortlich für das Thema mobile Robotik bei IFM, kommst ursprünglich aus der Vision-Technik. Das heißt, du hast da ja auch schon viel Erfahrung und auch Kundenstimmen mitgeholt. Das ist sicherlich kein Zufall, dass du jetzt diese Position übernimmst. Ist das Fingerzeig? IFM setzt stark auf die Vision-Technologie, gerade im Bereich mobile Robotik? Also wie schon gesagt, also die Vision oder die Perception-Technologie ist praktisch der Kernkompetenz der IFM, auf die wir natürlich setzen. Wir sehen aber aktuell, wie schon gesagt, dass das noch als zusätzliches Feature angeboten wird. Aber ich glaube schon, dass eben, wie das die Kollegen gerade eben erklärt haben, dass das sehr signifikant wird in der Zukunft. Vor allem die Korrelation aus verschiedenen Sensorsignalen, das sind dann auch 2D, 3D-Streams, dieses ganzheitliche Sensor Fusion. Und das ist ja dann, das eine ist ja nur das Sehen, aber man muss es ja auch verarbeiten und verstehen können. Und genau da ist auch eine performante Recheneinheit extrem wichtig. Und da geht das hin. Also Matthias hat ja gesagt, Kollisionserkennung, Lokalisation, die Umgebung zu verstehen und daraus dann praktisch gewisse Aktionen abzuleiten. Das wird alles noch kommen und hier versuchen wir heute schon die Weichen für die Zukunft aufzustellen mit der einen oder anderen Plattform. Und tatsächlich ist das ja auch eine Riesenchance für die IFM, dass sie eben nicht nur Sensorsysteme liefert und dem Hersteller, also uns in dem Fall, dann die Aufgabe gibt, die Umgebung zu interpretieren, sondern er könnte ja schon eine Vorverarbeitung, also quasi all euer System als Gesamtsystem, wo ich schon ein interpretiertes Bild der Umgebung bekomme und dann mit einer, sage ich mal, sehr simplen Schnittstelle zusammenarbeite. Und das ich glaube, in Zukunft ist es nicht so, dass wir noch mehr einzelne Sensoren uns kümmern wollen, sondern du wirst eigentlich schauen, dass du mehr Informationen bekommst. Ja, zum Beispiel, wo ist der Boden, wo sind Stellen, die nicht befahrbar sind, wo sind Hindernisse. Und so, dass wir vielleicht ein Stück weit von unserer Aufgabe als Ganzes abgeben und nicht noch mehr Sensorsysteme einbinden müssen. Wenn du jetzt mal so als Geschäftsführer von Safelog 10, 15 Jahre in die Zukunft schaust, was du sicherlich ja auch
regelmäßig tust. Was werden mobile Roboter dann können und was müssen auch Unternehmen in der Zeit lernen oder ändern, damit mobile Robotik die nächsten Schritte machen kann? Ist eine spannende Frage. Also was die mobilen Roboter können, ist, glaube ich, steht überhaupt nicht im Vordergrund. Die können jetzt auch schon viel. Ja. Das ist nur die Frage, wie einfach kann ich das nutzen? Die Unternehmen brauchen Expertise auf ihrer Seite. Jedes Unternehmen, das mit mobilen Robotern arbeiten will, langfristig braucht ein Expertenteam auf seiner Seite, Kompetenzteam, irgendeiner Art, und die müssen sich überlegen, und das ganz am Anfang, wo wollen die damit hin? Und dann müssen sie eine realistische Roadmap aufbauen. Du kannst nicht von einem Jahr, also von 0 auf 5000 Stück in einem Jahr. Das wird schiefgehen. Das wird nicht klappen, weil du völlig falsche Prozesse automatisieren wirst und weil du einfach einen falschen Blick hast, was wirklich möglich ist und nicht, und weil du die komplette Organisation überforderst. Das heißt, du musst dir langsame Schritte überlegen, wie du da hinkommst. Und ja, ich glaube, dass in 10 Jahren, 15 Jahren extrem viele Unternehmen mobile Roboter nutzen werden, weit mehr wie jetzt. Was wir machen müssen, also wenn ich mir was wünschen kann und sage, wo müssen wir als Industrie und wo müssen wir als Safelog stehen, das Thema kann nur groß werden, wenn die Projekte, der Projektanteil von dem Ganzen kleiner wird. Also Inbetriebnahmen müssen besser planbar sein und dann in der Durchführung viel mehr auf den Punkt und vielleicht auch viel mehr mit Templates. Dass du sagst, du hast einfach schon gewisse Vorlagen und du musst alles, was jetzt so Sondermaschinenbau und Projektgeschäft ist, das muss eigentlich kleiner werden. Wie ist das genau? Vielleicht Meine aus der Sicht des... Ja. Also ich denke, es gibt ja jetzt schon den Markt der, sagen wir mal, Transportroboter, wo wirklich Ware Just-in-Time, Just-in-Sequence und all diesen Logistikfachbegriffen transportiert werden muss. Die wird es auch in 10 Jahren und auch in 20 Jahren noch geben, da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich sogar mehr, weil Personalproblematik, also Fachkräftemangel oder überhaupt Arbeitskräftemangel, der ganz normale Staplerfahrer, der ist einfach zu schade, um einfach nur geradeaus zu fahren. Das kann ein automatisches Fahrzeug mindestens genauso gut. So, aber es wird mehr andere Fahrzeugtypen, also in Richtung, wo der Name oder die Bezeichnung Robotik oder Roboter dann schon Berechtigung hat, werden hinzukommen. Und das sind da möglicherweise auch nicht die großen Flotten mit 60 oder 100 Fahrzeugen, sondern das sind eher kleinere Lösungen, die dann auch in kleinere Firmen, in den KMUs zum Einsatz kommen oder wirklich bei den kleinen Firmen, wo ich dann einzelne 1, 2, 3 Fahrzeuge vielleicht noch habe oder mobile Roboter, die dann helfen, im weitesten Sinne irgendetwas tun, was eben im Moment noch Menschen tun. Ja. Die dann frei werden, nicht freigesetzt werden, sondern die höherwertige Arbeiten tun können. Aber damit es soweit kommt, ist eben nicht nur die Technik erforderlich, die jetzt im Werden ist oder schon teilweise ja auch vorhanden ist, sondern eben alle diese weiteren Randbedingungen, die Matthias schon aufgezählt hat. Es muss einfacher in Betrieb zu setzen sein. Die Schnittstellenproblematik muss irgendwie gelöst werden oder eben viel stärker vereinfacht werden als bisher. Ja? Denn mit Insellösungen ist am Ende auch keinem gedient. Ja, ist auch ein klarer Auftrag an Automatisierer, ne? Ja. Genau. Da hatten wir, glaube ich, eingangs der Sendung auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Vereinheitlichung der einzelnen Sensorik und Systeme, aber dann eben auch die Vereinheitlichung eine Ebene höher. Ist das ein Thema, worüber ihr euch schon Gedanken macht? Ja klar, also es ist auch ein fester Bestandteil unserer Strategie. Also wir möchten OEMs wie beispielsweise Safelog helfen, effizienter, schneller abzuscalen, und da ist praktisch unser Fokus dahingehend, dass wir sagen, wir möchten Lösungen offerieren, die euch die Inbetriebnahme erleichtern und darüber hinaus natürlich auch die Fahrzeuge effizienter machen. Und ich meine, viele der Punkte habt ihr ja gerade schon angesprochen. Wir wollen, dass wir, wenn wir jetzt nach wie vor beim Perception-Bereich bleiben, dass wir jetzt innerhalb der großen Produktfamilie, die wir haben, einheitliche APIs haben, dass du, Matthias, die eine Single-Head-Kamera oder das Satellitensystem nehmen kannst und ganz genau weißt, dass ich die genauso betreiben, ansprechen kann wie eine andere Kamera beispielsweise. Und im Bereich der mobilen Robotik gibt es da viele Hersteller. Es gibt welche, die eine hohe Software-Expertise haben, andere, die eine etwas weniger Software-Expertise haben, und da werden wir auch versuchen, auch einfache Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, Funktionsbausteine, damit Leute, die eine große SPS-Affinität haben, auch in der Lage sind, eine Kamera in Betrieb zu nehmen und auszuwerten. Genau, also das ist ein ganz klarer Fokus.
schnellere Inbetriebnahme, vereinfachte Inbetriebnahme und natürlich auch Mehrwerte durch unsere Lösung generieren. Ja. Dann vielleicht nochmal, Thomas, letzte Frage abschließend an dich. Aus deiner Expertise als VDI-Mitglied. Wie wichtig ist da auch dann die Verbandsarbeit, um eben alle irgendwie auch an einen Tisch zu holen? Das wird ja sicherlich schon laufen. Gibt es da auch irgendwelche Pläne und Zielrichtungen, die ausgegeben sind? Also ganz klar, was soll ich jetzt anders sagen, als ist das wichtig, keine Frage. Man sieht es ja auch daran, dass es nicht nur den VDI gibt, den gibt es schon sehr lange, den VDI-Fachausschuss FDS, aber auch der VDMA als Branchenverband der Hersteller hat sich ja jetzt seit, wie lange gibt es denn die Fachgesellschaft, 5 Jahre oder so, des Themas angenommen. Also auch dort hat man erkannt, dass man in der Gruppe, wenn es um Standards geht, um Standards formulieren und durchsetzen am Markt, dass das vorteilhaft ist. Und diese Arbeit hat der VDI-Fachausschuss ja nun schon seit vielen Jahren gemacht, indem er Richtlinien geschrieben hat, die den Stand der Technik beschreiben. Und der Adressatenkreis sind ja im Wesentlichen die Kunden, die potenziellen Anwender. Die können sich im Vorfeld neutral informieren, also unabhängig von den Marketingbroschüren der einzelnen Fahrzeughersteller. Und ja, wenn ich sage, dort ist ein Stand der Technik beschrieben, dann müssen sich die Hersteller daran ja auch messen lassen. Ja? Also wenn sie sagen, oder wenn man in einer Ausschreibung fordert, dass gemäß VDI-Richtlinie XY geliefert werden soll oder das Fahrzeug diesen entsprechen soll, dann kann ein Lieferant nicht runter zurück. Ja? Er wird sich da committen müssen und sagen, selbstverständlich machen wir das so, wie es in der Richtlinie drin steht. Ja. Und das hilft natürlich dem gesamten Markt, also nicht nur den Anwendern, es hilft auch auf der Lieferantenseite, dort eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ja. Da bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr hier wart. Vielen Dank für die Einblicke. Ja. Ich nehme mit, es braucht Expertise, es braucht Standards und dann wird es laufen, hoffe ich mal. Wir werden das weiter verfolgen. Nochmals danke, dass ihr hier wart. And that's it for today. Thank you for joining us. Thank you for watching Impulse Show, and I hope you enjoyed it as much as I did. And I hope you will switch in the next time. Until then, take care, stay healthy, and bye.